immer mit da, egal ob in der Berufsschule oder im Betrieb, dass man, ja, weil das ist ein wichtiger Punkt für dein Leben. Ja, ich bin der Fischer Andreas, arbeite beim Rosenbau als Fahrzeugbautechniker-Lehrling und arbeite seit vorigen September dort und bin im ersten Lehrjahr. Ja, also am meisten taugt mir das, die Komponenten in die Fahrzeuge zum bauen, weil da denkt man sich eigentlich, das fährt einmal in Honduras oder wo man an und dort rettet es halt Menschenleben und so. Und das ist halt das Schöne dran. Naja, körperlich ist eigentlich nicht recht viel herausforderlich. Du musst halt viel rein und alles in die Autos auch. Teilweise engere Räume auch, dass du nicht zwickst oder was, dass du das einbauen kannst. Rosenbauer macht Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzbegleitung. Also momentan bin ich bei der Komponentenfertigung. Da arbeiten wir die Komponenten für die einzelnen Fahrzeuge an. Ich baue die einzelnen Formaufnahmen, Aluschubladen, Schlauchhalter und alles bald zusammen. Also wird dann alle 10 Wochen wird der komplette Arbeitsgang gewechselt. Ich war zum Beispiel schon im Lager, jetzt war in der Berufsschule vorigen 10 Wochen, jetzt bin ich bei den Komponenten. Die nächsten 10 Wochen will ich dann in den Fahrzeugbau kommen und das wiederholt sich dann alles. Ja, also ich komme in der Früh in die Firma, stempel dann PDE an, dann gehe ich auf meinen Arbeitsplatz, richte es her, dort tue ich dann die Aufträge nach 3 Arbeiten vom Linienleiter, was ich zugestellt kriegt. So rennt der ganze Tag eigentlich an. Bis um 3 dann gehe ich heim, stempel ich wieder an. Also ich war zuerst in der Hauptschule, dann habe ich die HTL begonnen in St. Pölten als Maschinenbauer. Die habe ich dann abgebrochen nach einem Jahr. Und dann bin ich ins Poli gegangen, weil ich wollte mich vorher schon beim Rosenbau bewerben, war aber leider Spott dran. Und dann bin ich im Poli, schnuppern gegangen eine Woche. Da habe ich einen Aufnahmetest gemacht. Und dann bin ich ein Bewerbungsgespräch. Dann bin ich aufgenommen worden. Nach 2 Wochen haben sie mich dann angerufen. Ja, es passt. Ja, also man sollte dort handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, man sollte dort allgemein gute Noten haben, Mathe, Englisch, Deutsch und man muss halt nicht bei der Feuerwehr sein.